Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute geht es um einen Rucksack. Den macht normalerweise der Große, oder? Aber das ist ein Kamerarucksack und deswegen bin ich heute hier. Das ist der neue Tasmanian Tiger Modular 30 Kamera Pack. Tasmanian Tiger ist in der taktischen Welt zu Hause, auch im Outdoor-Bereich. Und Dokumentation, Beweissicherung, Observation, ein ganz wichtiges Thema in der Welt der Taktik. Und deswegen ist ein Fotorucksack eigentlich eine ganz coole Geschichte. Man nehme ein Erfolgsprodukt, den Modular Pack 30, und baut ihn an bestimmten Stellen um, modifiziert ihn, passt ihn an für die Welt der Objektive und Kameras. Die größte Veränderung auf den ersten Blick ist natürlich die Anordnung der Reißverschlüsse. Wir haben hier nicht einen umlaufenden Reißverschluss, der die gesamte Tasche öffnet, sondern wir haben hier einen unterteilten Bereich. Den vorderen Bereich, um hier an die Sachen heranzukommen, die man nicht ständig braucht, und der obere Bereich, den man notfalls sogar über die Schulter den Rucksack nach vorne bringt, nach vorne aufzieht und von oben die Kamera herausnimmt. Das schauen wir uns alles gleich im Detail an. Aber vielleicht vorab einmal ein Vergleich zwischen dem Modular Pack 30 und dem 30er Kamera. Martin, dein Einsatz. Ja, hallo, danke Stefan, dass du mir diesen Part überlässt. Ich liebe den Modular Pack 30 nämlich und rede auch am liebsten den ganzen Tag über diesen Rucksack. Mein absolutes Favoritenprodukt von TT. Kamerapack hier auf meiner rechten Seite, ihr seht es auf der linken Seite. Hier auf meiner linken Seite, ihr seht es auf der rechten Seite. Der Modular Pack 30. Wenn ihr sie euch so anguckt, dann seht ihr, die Form ist gleich, die Größe ist gleich. Also es ist wirklich, sie liegen sehr, sehr dicht beieinander. Ihr seht aber auch schon, es sind ein paar Unterschiede vorhanden. Der Kamerapack hat an der Außenseite hier elastische Taschen. Der Modular Pack kommt komplett plan mit Laser-Cut-Molle. Hat der hier zwar auch oben drüber, aber beim Modular Pack 30, der ist einfach nochmal slick. Das gleiche auch auf der Front. Laser-Cut-Molle bei beiden Packs. Beim Modular Pack 30 ist hier ein verstecktes Fach nochmal drunter. Hier nochmal für elastische Schockwart habt ihr nochmal Schlaufenpunkte, um hier Criss-Cross zu machen. Und auch nochmal ein Patchfeld. Also der ist wirklich mehr der Taktikrucksack. Der ist so der verdeckte Taktikrucksack, sage ich mal. Foto-Recon. Ja, ansonsten ist das hier gleich. Und das Tragesystem ist auch identisch, wenn ihr euch die Rückseite anguckt. Das ist also bei beiden dick gepolstert. Beim Beckengurt hat man beim Modular Pack 30 ja hier, also beide abnehmbar, aber beim Modular Pack 30 hat man vorkonfigurierte Reißverschlusstaschen. Die seht ihr hier unten im Bereich links oder rechts bei euch. Und der Kamerapack hat Laser-Cut-Molle, hat man einfach aus dem Grund gemacht, weil es gibt jetzt von TT auch noch einen Haufen Kameraprodukte, die man da noch mit unterbringen kann, also Objektivköcher, Kameraköcher, was auch immer. Und diese ganzen Module kann man dann hier entsprechend unterbauen. Da macht das mehr Sinn als eine vorkonfigurierte Tasche, wo man nur mal, was weiß ich, Kaugummis, Bonbons oder Zigaretten, würde jetzt der Jockel sagen, reinbringen kann. Den Inhalt des Kamerarucksacks zeigt euch aber jetzt der Stefan, weil das ist mir einfach zu viel des Guten. Ich bin raus, bis dann, macht's gut. Danke Martin. Das war der grundlegende Unterschied. Neben der Anordnung der Reißverschlüsse ist auch der gesamte Body des Kamerapacks gepolstert. Also wir haben hier die Außenseite, auch die Unterseite und auch die Vorderseite ist leicht gepolstert. Sie ist nicht so weich, wie sie bei dem Modular Pack ist. Der ist ja dafür gedacht, dass man da Sachen auch reinstopft, dass es sich ein bisschen ausdehnen kann, ausbeulen kann. Bei dem Kamerapack möchte man das nicht haben. Wir arbeiten uns jetzt einfach mal von außen nach innen und dann schauen wir mal, wo hier die Stärken liegen. Wie Martin schon gesagt hat, hier an der Seite habe ich die Möglichkeit, in diese flexiblen Taschen etwas reinzustecken. Ich habe hier einfach das Stativ mit zwei Beinen reingeschoben, mit den Kompressionsriemen hier oben festgemacht. Und schon habe ich hier mein Stativ transportiert. Das ist ein leichtes Stativ, das ist ein Fotostativ, also für ein groß ausgewachsenes Stativ, das macht man auch nicht an den Rucksack dran. Es muss immer irgendwas Kleines, was Leichtes sein, was man da dran packt. Das ist natürlich
sinnvoll. Die Rückseite hat auf den ersten Blick erstmal keine Überraschung. Es ist das perfekte und komfortable Tragesystem, das wir vom Modular Pack 30 her kennen. Was ich persönlich gut finde, ist, dass es so ist, man kann es nämlich mehr oder weniger fast verschwinden lassen. Also ich kann den Bauchgurt kann ich komplett rausnehmen und ich kann auch hier hinter dieses Fach diese Tragesystem reinmachen. Ich kann die aber auch komplett hier hinten verschwinden lassen. Und das ist praktisch, wenn ich den Pack verwende, irgendwo lagere oder in ein Fahrzeug reinschiebe, dann möchte ich nicht diese ganzen Bebänderungen haben, die mich dann, wo ich hängen bleiben kann oder die mich dann stören. Wir haben hier vorne noch eine Sache, auf die ich dann später noch mal eingehen werde, nämlich eine Halterung, um die Kamera direkt dort einzuhängen. Das ist nämlich ganz praktisch, wenn man die Kamera draußen hat und möchte sie nicht jedes Mal zurückstecken, dann kann man sie hier rein tun. Aber dazu komme ich dann später. Fangen wir oben an. Wir haben hier oben eine Tasche, so wie wir sie auch vom normalen 30er Pack kennen. Hier mit einer kleinen Tasche für Werkzeug zum Beispiel. Meine Farbkarte. Hier oben an den D-Ringen kann ich mit einem Karabiner zum Beispiel hier so eine Graukarte ansetzen, kleinen Reflektor, was auch immer. Man muss bedenken, dass das Ganze hier gebogen ist. Also ich kann hier keine längeren Stücke einfahren, das weiß ich, wie ein Block oder ein Buch. Es sollte sich schon ein bisschen anpassen, ist aber auch perfekt, um zum Beispiel ein Wechsel-T-Shirt oder eine kleine Regenjacke einzupacken. Dafür ist dieses Fach eigentlich perfekt, ist aber identisch zum Modular 30 Pack. Auf der Vorderseite haben wir das untere Fach. In dem unteren Fach finden wir den ganzen Bereich, an dem wir nicht immer schnell ran müssen. Und das Kernstück eines jeden Fotorucksacks sind eben diese Einteiler, Divider heißen die auch. Ich habe hier mal was vorbereitet. Das ist nämlich dieses Divider-Pack, was hier drin verarbeitet ist, sozusagen von der Rückseite. Also so ist es jetzt drin. Und jetzt von hinten kann man ganz gut sehen, man hat vertikale und horizontale Bereiche, die man auch noch verändern kann. Man hat von diesen Dividern hat man 5 Stück drin. Man hat also genug Möglichkeiten, sich das speziell individuell auf seine Ausrüstung anzupassen. Das ist der obere Bereich, den wir uns gleich anschauen, wo die Kamera von oben reingesteckt wird. Und das ist hier der Bereich, den man jetzt gleich hier unten sieht, wo die Objektive und Zubehör eingesteckt wird. Material 700er Cordura. Wie gesagt, die Außenteile sind hier gepolstert, der Rücken sowieso. Und ich habe hier jetzt die Möglichkeit, meine Sachen unterzubringen. Wenn man jetzt mal schaut, ich habe hier 1635, 100er Makro. Von der Breite her passt hier auch locker ein 70-200 rein, das ist ein 70-300. Wir haben eine Höhe von 58 cm, eine Breite von 28 und eine Tiefe von 19 cm. Und hier natürlich auch noch Platz für Kleinkram. Was ich ganz schick finde, ist, dass man diesen horizontalen Trenner hier auch umklappen kann, dass man auch längere Objektive reinbekommt, die dann zum Beispiel von hier bis hier oben hindurch reichen. Also wenn die waagerecht nicht reinpassen, wie gesagt, normalerweise die typischen Standard-Tele, kann man das auch einbauen, dass es halt von hier oben bis hier unten durchgeht und trotzdem noch schön gehalten wird. An der Flappe haben wir hier noch so ein Fach. Hier passt zum Beispiel ein komplettes Filterset rein. Und das hat noch einen anderen Grund, warum ich das hier reinsetze. Die Tiefe ist wie gesagt 19 cm. Diese Divider, also diese Teile, haben eine Höhe von 10 cm. Das heißt, es ist perfekt, wenn ich ein längeres Objektiv reinstelle. Dann ist es auch vom Herausfallen geschützt, wenn ich die Flappe zumache. Habe ich aber jetzt ein kleineres Objektiv oder stelle es rein, lege es rein, wie auch immer, dann ist die Gefahr, dass es rausfällt. Man kann natürlich dann hergehen und kann so einen Divider nehmen und kann den jetzt so einbauen, Klett auf Klett, und dadurch verhindern, dass es rausfallen könnte oder dass es halt nach vorne rutscht und hier drinnen rumschlackert. Oder man legt noch etwas drauf. Ich persönlich hätte mir etwas höhere Trenner gewünscht, also dass sie halt im Prinzip bis hier oben hinreichen.
Oder so etwas, wie wir das hier im oberen Bereich haben, dass wir die abklappen können. Dann kann man es in der Höhe auch einpassen. Natürlich kann man jede andere Art von diesen Teilern, die es ja im Fotozubehör gibt, auch reinmachen. Allerdings hat man nicht wie beim Modular Pack 30 hier komplett rundum Klett, was das ermöglicht hätte, sondern man hat leider nur den Klettbereich gemacht, in dem Bereich bis hier unten hin. Und hier an der Seite, hier an den Seiten und auch unten ist keine Klettfläche. Und diese Klettfläche persönlich finde ich, also das weiche Klett, das Flauschklett, hätte ich ganz gut gefunden, denn dann kann ich wirklich meine Einteilung frei gestalten, wie ich das möchte, auch aufeinander stapeln. Und es ist auch nochmal ein Schutz. Allerdings natürlich ist Klett oder dieses Flauschklett immer ein bisschen anfällig für Dreck, obwohl ich persönlich immer darauf achte, dass kein Dreck zu meinen Objektiven kommt, weil die beiden Sachen vertragen sich nicht so gut. Gehen wir noch weiter. In dem Bereich oben haben wir Molle, wer auch immer das in einem Fotorucksack unbedingt braucht, aber ich habe Klett. Dann ist eine solche Tasche dabei, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber dieser Molle-Bereich ist klasse, zum Beispiel hier noch für einen Mupp von Lions Gear, den haben wir eigentlich immer dabei. Ich habe ihn in der Hosentasche oder man könnte ihn auch hier wunderbar in dem Rucksack unterbringen. Diese Tasche ist wie gesagt dabei. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Ich habe hier kleine vorgefertigte Täschchen für Akkus zum Beispiel. Da passen auch die typischen Standard-Akkus rein für DSLR-Kameras, Micro Four Third-Kameras. Und hier oben sind so Laschen, die normalerweise für SD-Karten vorgesehen sind. Hey Jungs, ganz ehrlich, ich persönlich würde niemals eine SD-Karte ohne diese Schutzhülle irgendwo reinstecken. Also zwischen Gewebe, zwischen irgendwelchen Cordura oder Gummibändern oder was auch immer. Ich persönlich würde das niemals machen. Die würden immer in solchen Schutzdingern, in Schutzhüllen drin sein. Und dann passen die hier nicht rein. Ist nicht so schlimm, man kann was anderes reinmachen. Kaugummis gingen da rein. So diese langen Streifen. Egal. Gut. Ich habe hier vorne noch mal ein Fach, wo ich was reinmachen kann. Auf jeden Fall eine schöne Geschichte, in der ich die ganzen Kleinkram unterbringen kann. Reißverschluss umlaufen, dass ich es auch aufklappen kann. Und auf der Rückseite Klett. So. Jetzt kommen wir aber zur Unterseite. Auf der Unterseite haben wir hier noch einen Überzug, einen Regenschutz. Finde ich eine tolle Geschichte. Erstmal, dass man überhaupt dabei hat, wenn es wirklich mal stark regnet, dass es hier nicht reinläuft. Und zum Zweiten ist hier unten dadurch der Boden schön gepolstert, was mich dann etwas stressfreier macht, wenn ich den etwas schneller absetze und meine Objektive drin sind. Der Reißverschluss YKK, auch hier ist er mit einer Lasche oder mit so zwei Ösen versehen, dass ich hier ein Schloss reinmachen kann. Bringt etwas, wenn ich zum Beispiel den Rucksack doch mal aufgeben muss oder ich packe ihn irgendwo in einen Bus rein, wenn ich nicht in den Bus mit reinnehmen kann, kann ich hier einen zumachen, dass man nicht ganz so schnell das Ding aufmacht. Auf der anderen Seite, immer wo ein Schloss dran ist, weiß jeder, da ist etwas drin, was man nicht so gerne hergibt. So, den Reißverschluss mache ich auf und dann geht die Flappe auch genau bis hier hin. Das heißt, sie geht nicht ganz auf, es fällt nicht alles raus. Und hier oben habe ich dann einen wunderschönen Platz für eine DSLR. Vollformat, also schon keine ganz kleine. Und ich habe halt hier durch diese recht geschickt gemachten Trenner die Möglichkeit, wenn es ein großer Body ist, mit einem großen Objektiv so reinzumachen. Wenn ich eine kleinere Kamera habe, kann ich sie so rum reinmachen. Ich kann natürlich den Bereich dazwischen auch so einstellen, auf das Objektiv, was ich verwende, dass es nicht zu tief reinfällt, dass es hier auch ein bisschen abgestützt ist. Habe also hier, wie man sieht, genügend Platz. Habe aber an der Seite noch genug Platz. Das hier ist vom 100 mm. Der Streulichtblende und hier noch Platz für Filter oder was auch immer man haben möchte. Ich habe in meiner Zeit als Fotograf und als Filmemacher niemals, kein einziges Mal, auch nicht mal testweise, dieses Nackenband oder wie auch immer das heißt, dieses Strap, was man hier an der Kamera festmachen kann, um sich an die Kamera um den Hals zu hängen, niemals dran gebaut. Und zwar deswegen, ich kann es nicht leiden,
wenn mir hier irgendwas um den Hals baumelt. Erstmal, das Objektiv schlägt irgendwo rum. Gerade eine Vollformat DSLR mit dem 2470, das sind schon ein paar Gramm, die man hier um den Hals hätte. Ich persönlich kann das überhaupt nicht leiden. Ich habe eher sowas am Gürtel, mein Holster, wo ich das reinstecken kann, auch zumachen kann. Da ist es geschützt, sicher und auch zugriffsbereit. Und genau dafür hat sich TT etwas ausgedacht. Und zwar, gucken wir uns das mal an, das ist am linken Tragegurt festgemacht. Natürlich kann man es auf die andere Seite bauen als Linkshänder, dass man kreuzübergreift. Und da hat man zwei Sachen. Also einmal habe ich hier mit dem Fastex-Verschluss nämlich genau so ein Bändchen, was hier durchkommt und die Kamera festhält. Das wird hier eingehakt. Also ich hätte die Möglichkeit, relativ schnell die Kamera hiervon zu lösen über diesen Fastex-Verschluss. Und hier unten habe ich so ein Band mit dem richtig dicken, fetten Klett. Ich mache den Klett hier auf, setze die Kamera hier rein und habe hier meine Kamera schön in dieser Schlaufe drin. Der Vorteil ist, sie hängt mir nicht am Hals, sondern sie hängt an dem, was wirklich sehr stabil ist, nämlich dem Tragegurt. Und damit stört sie mich nicht. Es ist auch nicht in der Mitte von meinem Körper, sie ist ein bisschen an der Seite. Das heißt, ich kann hier ganz normal arbeiten, ohne dass sie mich stört. Ich persönlich mag es auch ganz gerne, wenn das Objektiv so ein bisschen zwischen Körper und Arm, ja nicht eingeklemmt ist, aber in der Richtung zeigt, dann stört sie mich vorne nicht. Und das Objektiv habe ich besser unter Kontrolle. Und das ist auch der Hintergrund. Also TT wollte hier eine Möglichkeit schaffen, um den Hals zu entlasten. Das Einzige, was ich hier sagen würde, ist, ich habe hier einen sehr harten Klett. Und ich würde schon darauf achten, dass, wenn ich ein Objektiv auswähle, das hier reinkommt, beziehungsweise ich habe die Kamera mit dem Objektiv ausgewählt, das hier reinkommt, ich würde auf der Innenseite ein bisschen Flauschklett drüber machen, an der Stelle, wo dieser Klett das Objektiv berührt. Weil an Objektiven habe ich immer so eine Gummierung und die freut sich sicherlich nicht über den ständigen Kontakt mit diesem doch sehr harten und sehr festen Klett. Das ist das Einzige, was ich da zu bedenken geben würde. Ansonsten ist es eine richtig coole Geschichte, dass ich meine Kamera immer griffbereit habe. Wenn nicht, kommt sie ab hinten in den Rucksack. Unser Fazit. Der Tasmanian Tiger Modular 30 Kamera Pack ist eine konsequente Weiterentwicklung des Spitzenreiters, nämlich des Modular Pack 30. Den kann man ohne weiteres auch zivil tragen. Finde ich eine sehr, sehr coole Geschichte. Bis auf Kleinigkeiten, wo ich sage, eventuell die Divider ein bisschen größer, ein bisschen höher und innen mehr Flausch, mehr Klettfläche wäre klasse. Das sind die beiden Sachen, die ich so ein bisschen verbessernd sehen würde. Ansonsten eine gute Geschichte, vor allem passt eine ganze Menge rein. Also das komplette Fotoequipment passt rein. Das ist genau das, was ich eigentlich haben will. Den TT Modular 30 Kamera Pack bekommt ihr bei Recon Company. Den Link blende ich euch unten ein. Es kommt auch noch ein Video, in dem wir das Modular 30 Pack mit diesen Dividern ausstatten. Das kann man als Nachrüstsatz nämlich kaufen bei TT und kann dann aus dem Modular 30 einfach auch einen Kamerarucksack machen. Mit den Einschränkungen, dass hier die Aufteilung einfach optimiert ist, dass hier durch die Reißverschlusskonfiguration einfach sinnvoller gestaltet ist. Habt ihr weitere Fragen zu dem Produkt? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, liked uns, abonniert uns und die Glocke für weitere Videos drücken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Sehr schön, Stefan.